Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Wir machen heute eine Hauptmission, habe ich gesagt, und zwar Stellvertreterkrieg. Denn diese Hauptmissionen sind ja keine richtigen Hauptmissionen, weil das sind nur Wiederholungen anderer Hauptmissionen in schwieriger. Hatte ich ja schon mal gesagt. Stellvertreterkrieg. Eliminieren Sie die gepanzerten CFA-Kolonnen, nochmal. Eliminieren Sie die gepanzerte CFA-Kolonne, die sich nördlich vom Flughafen Nova Braga zusammenzieht. Die Kolonne besteht hauptsächlich aus großen Kampffahrzeugen. Okay. Ach nee, Moment, anhören. Nova Braga, da waren wir doch gerade im letzten Part, oder? Ich glaube ja. The CFA are gearing up for a large-scale attack against Angola's MPLA government. They're assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport and will be ready to move soon. We've been contracted by the MPLA to put a stop to them. But the civil war will keep burning on, whether we accept this job or not. Another East-West proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow, and fight and grow. Okay, nördlich vom Flughafen, da landen wir jetzt diesmal nicht im Flughafen selber, sondern hier würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht wie weit nördlich, aber naja, zur Not haben wir ja die Horse dabei und reiten da geschwind hin. Ich versuch's mal ohne Raketenwerfer, ich versuche die einfach mal alle zu Fulltonnen-Systemen. Fulltonnen? Alle zu Fulltonnen. Fulltonnen ist okay, glaube ich, auch als Verb einfach. Episode 41, Stellvertreterkrieg. Okay, im Englischen würde es, also direkt übersetzt würde es Englisch heißen Stellvertreterkrieg ohne Ende. The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Okay, sie kommen also beide hierher. Wo ich eh schon bin. Kann ich einfach abwarten. Mal sehen. Mach ich einfach hier das Lager platt. Dann kommen die an und niemand ist da. Oh. Oh. Mann, beweg dich doch nicht so. Ich blamier mich ja total. Oh, jetzt dachte ich, er läuft weiter. So. Nervensäge. Ah, jetzt bewegt er sich auch. Da war ich einfach schlecht anscheinend. So. Wenigstens einer mit einem Headshot. Da. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe auch gerade wen gesehen. Oh. Ah. Das war knapp. Aber das Lager ist noch nicht ausgeschaltet. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Jetzt bringe ich mein Pferd zum Kacken. Ja, das ist eine falsche. Das ist ein falscher Soldat. Okay, der ist gerade in Bewegung anscheinend, der hier gerade war. Dann wird er wohl auch echt sein. Ja, er bewegt sich. So, Wachposten ist erobert. Nehmen wir uns, obwohl... Eine Datei. Sehr gut, die holen wir uns.
Nein. Erstmal die Datei. Dann holen wir gleich die Leute. Gab es hier nicht auch einen Flammenwerfer-Bauplan irgendwo? Wurde doch, glaube ich, gesagt von der Mission aus. I've sent new information to your iDroid. Take a look. Ik wil niet fressen. Okay, der soll da stationiert werden. Was habe ich jetzt... Okay, die fahren von hier aus dann dahin. Aber ich nehme erstmal alle mit, die hier sind und schnapp mir denn, wenn alle anderen gleich herkommen, schnapp ich mir derweil dann die Panzerwagen. Krieg schon hin. Ah, ein Hubschrauber ist der Kommandant. Ein erstklassiger Soldat, ja, das wusste ich doch schon. Ach, verdammt. Wieso hat er mich denn gesehen? Okay, er hat nichts Besonderes mehr gesagt. Oder es wurde mir nicht angezeigt. Okay, er hat auch nichts mehr gesagt. Ein Panzer habe ich schon mal. Oh fuck. Oh fuck, der hat mich gesehen. Aus so einer Entfernung. Das könnte zum Problem werden. Au. So. So. Alle mitgenommen. Das hat ja halbwegs funktioniert. Waren hier noch irgendwelche Soldaten? Nee. Oh, da ist der Heli. Der kommt aber auch noch hierher und der Heli dann bestimmt auch. Wir wissen seine Route da nicht, aber er fährt schon auf dieser Straße. Wird er wohl auch die Straße entlang fahren. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Alarm. Also ich habe ja einen Alarm ausgelöst, weil die Panzer haben mich gesehen. Was ein bisschen nervig ist. Wenn ich ehrlich bin, aber hey. Fuck. Fuck. Stell dich davor. Ich wollte gerade sagen, fuck. Ich renne drauf zu. Ey, ich hatte dich quasi. Hä? Jetzt beschleunigt er voll oder was? Okay, der macht mich mega fertig. Wenn er will. Und sie haben mein Pferd überfahren. Okay, die Mission ist sehr eskaliert. Warum sehen mich diese Panzer denn die ganze Zeit? Ich unterschätze total deren Sichtfeld. Was? Ja, voll der faire Speicherpunkt. Richtig fair. Wirklich. Fair. So. Ja, nice. Ein Heli. Ich muss schnell irgendwo... Wow! Rein. Waffen, ja, komm. Ich könnte doch wahrscheinlich auch einfach... Hätte ich warten können, bis sie halt bei ihrem Ziel angekommen sind und dann hätte ich mir den Kommandanten rausgeholt. Aus dem Flughafen. Aber jetzt ist es auch zu spät. Okay.
Das war eine dumme Idee. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich markiere mir mal die Nachschubkiste so, damit ich sie auch sehe. Der Heli hatte mich gerade noch nicht gesehen. Ich bin immer total verwirrt, wann die Fahrzeuge mich sehen und wann nicht. Das ist teilweise nicht ganz so klar. Boom. Flawless? Ich weiß nicht, ob ich das flawless nennen würde. Oh, Moment. Oh, jetzt habe ich hier den Kommandanten. Ah, ich habe den Bauplan noch bekommen. Immerhin. Der Bauplan war also im Heli drin. Dann würde ich sagen, mache ich die Mission irgendwann nochmal und gucke mir dann auch mal den Weg an, wie das was ist, wenn man den Heli landen lässt. Oh, Moment. Ja, ich habe unseren Ferdinand doch schon weggemacht. Leg dich nicht so auf, Pequod. Okay, die Mission hätte man deutlich besser machen können. War okay. Ich wollte ja die Fahrzeuge alle mitnehmen, das habe ich gemacht. Außer beim Heli, weil da gibt es halt keine Möglichkeit. Und ich habe den Bauplan sogar noch bekommen. Ich zerstöre Bäume. Das ist so cool mit diesen ganz vielen kleinen Raketen, die sind bum 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 machen. Das ist total cool. Ein A. Ja, und wieder der Codename Octopus mal wieder. Okay. Schade, da hätte ich gerne den Kommandanten noch rausgeholt. Ja, das mache ich dann einfach beim nächsten Mal, wenn ich das vielleicht irgendwann nochmal spiele einfach. Muss man wahrscheinlich einfach im Flughafen warten. Dann kriegt man bestimmt noch ein paar Infos mehr. Neue Kassetten. Sehr gut. Hamburger. Das hören wir uns gleich beides an. Ja, kommen ganz viele tolle Soldaten, ich weiß. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Okay. Eine Cutscene. Aber war es in Metal Gear Solid 1 und 2 und 4 nicht so, dass... Also nee, ab 2 ja eigentlich nicht mehr. Da war es ja Ocelot. Der Liquid, der quasi so getan hat, als wäre Liquid. Aber war es nicht so, dass Liquid immer eigentlich dem Willen von Big Boss folgen wollte? Meinte er das nicht immer zumindest? Where is he? I told you. Your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss, too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance? You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No!
You! Goodbye, Father. I don't need you anymore. Haben uns gerade Kinder ein Metal Gear gestohlen. Ein Metal Gear, der in unserer Motherbase stand. Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Wir wurden gerade, Liquid hat uns gerade irgendwie mit 11 Jahren Metal Gear geklaut. Liquid hat mit 11 Jahren Metal Gear geklaut, Alter. Solid, Liquid, Psychos, Solidus, Screaming und Praying, Emblemteil. Oh, cool. Ja, Praying Mantis. Etwas, was es hier noch gar nicht gibt. Denn das ist ein Militärunternehmen, das es in Metal Gear Solid 4 gibt. Aber hey. Hat uns gerade wirklich Liquid... Boss, we're looking for the kids in Sahalanthropus, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Okay. Uns wurde gerade echt ein Metal Gear geklaut. I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Uns wurde von fucking Kindern unser Metal Gear geklaut. Leute, ich war auf einer Mission. Was macht ihr eigentlich? Ich meine, ja klar, das ist Liquid, aber... Er ist noch ein Kind. Achso, wir haben hier den Flammenwerfer-Bauplan bekommen, nicht? Oh, wir haben die meisten Baupläne, kann das sein? Uns fehlen... 1, 2... 2 Stück und einer fehlt sogar noch aus einer Mission, das weiß ich noch. Cool. Kann ich hier gerade was machen? Ey, der hat uns echt den Metal Gear einfach... Mann! Wieso passiert das? Ocelot! Pass doch auf! Ah. Okay, wir gehen in den Heli. Moment. Jetzt gehen wir in den Heli. Und hören Kassetten. Das ist mir echt zu viel. Wir klauen uns die kleinen Kinder unseren fucking Metal Gear. Okay, sie hatten auch den brennenden, nee, den schwebenden Jungen dabei. Den schwebenden Jungen und Liquid halt. Das ist eine gemeine Kombo, anscheinend. Oh, da ist Code Talker. Hätte ich zu ihm hingehen können? Kann ich zu Code Talker hingehen? Das wäre ja cool. Und mit ihm quatschen. Die habe ich schon mehrfach irgendwo im Hintergrund immer rumsitzen sehen. Wenn da eine Cutscene mit Quiet. Aber jetzt auch da einfach oben auf unserer Basis. Komischer Typ. About Eli hijacking Sahelanthropus. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. Was? Wieso ist Emmerich da jetzt auch noch mit drin? Ah! Ihr seid doch alle scheiße. Oh Mann. Die sind alle gegen uns. Ich höre mir das jetzt alles an. Yuis Befragung. What was your goal in having the children repair Sahelanthropus? I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure. Easily. It wouldn't work. Well, I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Hal, wasn't it? I thought you said you never saw his face.
But you made him pilot Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. It was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim, and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Herr Ocelot hat einen Punkt. Yui ist wirklich inzwischen auch bei mir jetzt nicht mehr so ganz oben auf der Vertrauensskala. Ich meine, anscheinend, also ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er irgendwie mit seinem Kind erpresst wurde, aber nee, anscheinend auch nicht. Anscheinend lügt er sich selbst nur was vor. Und uns halt auch. Das ist ziemlich scheiße. Naja, hören wir uns mal den DNS-Test an. Das ist garantiert jetzt total das spannende Resultat. Ich bin mir sehr sicher, dass das einfach Liquid ist. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. Das ist ja interessant. Ich war mir so sicher, dass das der Klon von Big Boss ist, allein weil er hat Liquid zitiert. Also Liquid, er hat sein Zukunfts-Ich, was ich dachte, zitiert. Und er hat voll viele Leute fertig gemacht. So mit quasi CQC. Naja. Jetzt bin ich irritiert, jetzt bin ich verwirrt. Ich höre einfach mal weiter in Skyface-Zieler rein. Komisch. Skullface, real name unknown. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down. Hard. Just like he said, time and again the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings.
People having strokes behind closed doors. Just like Stalin. No one knew who was behind it. But all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He'd gotten revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That's where he met Zero. It's possible he began planning this whole thing back then. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else would know about. When Zero created Fox, he also formed XOF as a support team. An unconventional special forces unit designed to support Fox, make it stronger, with Skullface giving the orders. Zero never even told the boss about it, nor the CIA, naturally. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil when he pulled the trigger, just like Newton's third law. While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes, sometimes as your backup, sometimes as a mole or a scout, sometimes as your cleanup crew. Fox's tale, making sure the mission succeeded and that you survived. We only have his word to go on, but Skullface's goal was revenge against those who'd use language to subjugate people. Those corrupting a people's identity by forcing a new tongue on them. Those using the power of language to control information. Naturally, that set his sights on Zero. To Zero, English was simply the most convenient code. But to Skullface, English was a parasite. And by eradicating it, he'd stop the world from being eaten away. If that didn't work, he was ready to see the world scorched by nuclear fire. To save language, culture, and race from annihilation, he was willing to overstep the hands of the doomsday clock. That is, of course, if you believe anything he had to say. Das ist ja cool. Ich habe mich schon gefragt, was er damit meinte, als er meinte, er hat hinter uns aufgeräumt. Also XOF existierte also wirklich als verbündete Einheit von Fox tatsächlich. Aber warum hat man Fox denn nicht gesagt, dass es noch eine zweite Einheit gibt, die halt für sie spät oder aufräumt oder so? Warum war das denn so ein Geheimnis? Also klar, vor der Welt genauso ein Geheimnis wie daraus zu machen, wie das XOF genauso geheim ist wie Fox, wäre ja verständlich. Aber warum sollte Fox nichts von XOF wissen damals? Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht gibt's da einen Grund, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hören wir den noch. Mal sehen. Und jetzt noch Ocelots Ängste bezüglich der Kinder. You know, when you brought back all the child soldiers who escaped, Eli knew they'd returned. Needless to say, nobody said a word to him. I guess they got a message to him somehow. Eli wasn't put in a corner in timeout. He was locked up in that room, completely cut off from the outside world. Then how'd he find out? It's only one possibility I can think of. The Soviet Union has been researching military applications for psi phenomena. Psi? Things like psychokinesis and ESP, extrasensory perception. You mean moving objects without touching them? Knowing what card somebody's holding up? Psychic powers? Come on. I thought that was just another bunch of disinformation aimed at the West. Just... Moment. Er hat doch schon auch erklärt bekommen, was es mit Vulcan auf sich hatte, dass der quasi als Leiche rumgelaufen ist und mit dem fliegenden Jungen, dass der quasi Psychokräfte hat halt, Telekinese und sowas. Da hat er das auch nicht in Frage gestellt. Warum sollte er es jetzt in Frage stellen? Haben wir es vielleicht in der falschen Reihenfolge gehört? Ist das chronologisch nicht? Kam das hier, diese Kassette vor, oder dieses Gespräch vor denen, in denen uns das gesagt wurde? Das ist ja jetzt, das wirkt nicht richtig. One type of ESP is telepathy. It's the ability to know another person's thoughts through non-verbal means. You're saying Eli read our minds? It's the only idea that doesn't involve someone getting to him. Ocelot. Look, psi research isn't some hocus pocus. It's all evidence-based, scientific... There's gotta be another explanation. Maybe one of the kids stuck a note to your back. I hope that's the case. But I am convinced that they have, or Eli has, a connection to some force we have yet to identify.
You better watch yourself, boss. How am I supposed to do that? If he is depending on something for help, well, that's his Achilles heel. If you can figure out what that something is, you might be able to use it against him. I'll keep that in mind. Oh, and the medical team is looking after the kids left on Mother Base. For the moment, they don't seem too panicked. But boss, get this. Eli got those kids to plot their armed uprising as a diversion. Also, he could steal Sahelanthropus and escape. That brat got us good. Set us up and knocked us down. And then there's that mystery kid who was with Eli. With those two working together, I'd say things won't be over for a long time yet. Also, dass Eli gerade mit dem schwebenden Jungen irgendwie zusammen ist, das ist doch klar. Und dass das halt wahrscheinlich auch seine Achillesferse ist, dass der Junge halt Eli halt Kräfte verleiht, womit er wahrscheinlich, obwohl kann er jetzt habe ich es immer noch nicht ganz verstanden, können Kinder jetzt den Sahelanthropus einfach steuern oder hat er jetzt immer noch die Hilfe von dem kleinen Jungen bekommen? Ich meine, jetzt hat der Sahelanthropus blau geleuchtet, sonst hat er immer rot geleuchtet, das war anders. Also kann ich mir vorstellen, dass er jetzt tatsächlich vielleicht von Eli gesteuert wurde. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Hören wir jetzt zum Abschluss nochmal, wie Millers perfekter Hamburger aussieht. Rise and shine, old-timer. It is complete. I had our best and brightest working overtime, fine-tuning the greatest burger the world has ever known. I call it the chemical burger. What on earth is that color? Now, don't judge a burger by its color. Go on, try it. I am not very hungry. What? Oh, I get it. Sure, it's loaded with additives, but each one's been approved by the WHO for human consumption. Come on, one little bite's not gonna kill you. Are you sure of that? Fine. Well, what do you think? It is perfect. Right? This takes me back to the taste of my youth. The neon signs on the Mother Road. Oh, I can see them now. So, what do you think of our signs now? And it doesn't just taste great. You won't believe how cheap it is to make. And because it's pumped up with preservatives, it won't spoil easily in regions lacking refrigerated storage or transportation infrastructure. This bad boy could even solve Africa's hunger problem. Excuse me? People will no longer fight over food or find reason to hate one another. Mankind will come together, reunited between these fluffy buns. Forget Pax Americana. Say hello to Pax Hamburgana. Pax Hamburgana. Skullface thought that destruction was the way to free the peoples of the world from American imperialism. But this is different. Tackling something head-on just makes for more conflict. Only by uniting the world can its various inhabitants truly become free. Having lived as an American parasite as long as I have, I know what I'm talking about. The chemical burger is poised to be the greatest liberating force the world has ever known. An ethnic liberator. Burger. Now all I need is a better brand image, starting with a name. I gotta run, old-timer. I'll catch you later. Cars gutem Willen in allen Ehren hier in dem Fall. Aber ich lebe in 2016. Ich weiß, dass die Hamburger Afrikas Hungerprobleme nicht gelöst haben. Aber ich finde den Gedanken ganz schön, die Welt unter Hamburgern zu vereinen. Das ist irgendwie sehr süß und da wollte ich nicht draufdrücken. Ich wollte dahin drücken und das Gelbe wegmachen, weil es mich nervt. Ich weiß nicht. Das macht mich ganz verrückt. Naja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ist jetzt eigentlich mal der Trupp fertig geworden, der zweite. Der eine ja. Wie viel Prozent sind wir jetzt? 66. Mal sehen, was ist, wenn der Trupp zurückgekommen ist. Vielleicht ist der nochmal besser. Ich glaube ja, S+ bis S sollte, Leute. Ich glaube, das ist unser bester Trupp, der hier unterwegs ist. Aber ja, dann würde ich sagen, was das für heute mit Metal Gear Solid 5. Wir haben ein bisschen noch was über die Bürger erfahren und uns wurde ein Metal Gear geklaut von einem Kind. Wäre nett, wenn wir einfach alle so tun können, als wäre das nie passiert. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.